muss ich ganz klar sagen. Rechnen Sie sich denn wenigstens für den Autor und Zeichner? Ein wenig. Also der Autor tut mir noch viel mehr leid. Wie sieht es denn bei Reprodukt aus? Ja, der Schallgrenze. Das Problem haben wir natürlich genauso. Also, das sind auch alles keine hohen Auflagen, also 2.000, 3.000 in der Regel. Manchmal trauen wir ein Buch ein bisschen mehr zu, dafür muss es auch schon ein bestimmtes Thema haben. So, also Gift war zum Beispiel ein Buch, wo wir auch nur 4.000 in der ersten Auflage gedruckt haben, aber dann schnell nachdrucken mussten. Babies in Black von einem Hamburger Autor, Basler, das die Lebensgeschichte von dem 5. Beatle und Astrid Kircher zum Thema, dem haben wir auch mit dem Thema, also mit Hamburg als Hintergrund auch einiges zugetraut. Da haben wir 5.000 gedruckt und die, glaube ich, binnen 2 Monaten noch verkauft, dann läuft es ein bisschen schleppender. Aber das sind auch alles natürlich keine Zahlen, wo ein Autor davon leben könnte. Ich glaube, das wird auch schwierig, das so bald zu erreichen. Also ich denke schon, der Unterschied auch jetzt zwischen Comic oder Comicindustrie, was man ja manchmal sagt, sind eben keine feststehenden Figuren, von denen wöchentlich Abenteuer erscheinen, an denen mehrere Zeichner mit Assistenzzeichnern sitzen, sondern das sind eben wirklich irgendwie originäre Werke, die teilweise eine sehr lange Zeit brauchen, bis sie entstehen. Also ein Jahr ist sogar schnell für Johnny Cash, finde ich. Also jetzt Arne Belster hat zum Beispiel 3 Jahre an seinem 230 Seiten Buch gearbeitet, Barbara Jäger per Meter auch mindestens 2 Jahre, also das dauert schon seine Zeit und das kann man nicht wirklich mit diesen Auflagenzahlen natürlich dann entsprechend belohnen. Also das ist eigentlich nur, bleibt nicht viel übrig zum Leben, immer schon den Leser ausmachen. Ich darf kurz sagen, ich glaube, das ist aber etwas, was im Buchmarkt allgemein mehr oder weniger der Alltag ist, das Normale ist. Das ist jetzt nicht speziell für den Comicmarkt, für den Graphic Novel Markt. Die allermeisten Bücher haben diese Startauflagen, die allermeisten Bücher verdienen ein Geld. Und so ist im Grunde der Markt, mit ständigen Hoffnung auf den Zeitraum, den Bestseller. Gibt es den Bestseller? Ja, die habe ich zum Teil schon genannt. Also Babies in Black hat jetzt 10.000, noch nicht 20.000, oder 10.000, Gift 12 bei 8.000. Da haben wir schon noch ein paar mehr Bücher, die Reportage-Comics von Guy Delisle sind auch sehr populär, Aufzeichnungen aus Burma, Pyongyang. Oder auch Moments sind bei 10.000 Stück, also das ist jetzt keine Graphic Novel, aber wir haben schon eine relativ breite Palette von Comics, die jetzt diese Schallgrenze von 10.000 Stück erreichen. Und also es ist sehr schön, dass es so stetig funktioniert im Moment bei uns. Wird denn auch darüber nachgedacht, eventuell solche Graphic Novels in Zeitschriften vorab zu veröffentlichen, so wie ja die klassischen Comic-Alben zunächst auch wöchentlich eine Seiteweise veröffentlicht worden sind und dann als Album herausgebracht, egal ob jetzt Asterix oder Leutnant Blueberry oder was auch immer. Und auch der ursprüngliche Roman ist ja zum Teil auch aus serieller Produktion entstanden, sei es Sherlock Holmes, sei es die Bücher von Dumas oder so. Die wurden erst in der Zeitung veröffentlicht und dann wurden sie als Buchmeldung gemacht. Gibt es sowas auch im Sektor der Graphic Novel? Muss ich einen weiterreichen, aber das ist natürlich als Verlag sind wir nicht in der Position, sowas zu erwirken. Wir können natürlich den Redakteuren allen gut zureden und machen das auch, wenn wir Gelegenheit haben, aber ob sich jetzt Tageszeitung entscheidet, einen Strip abzudrucken, da gebe ich ja den Kollegen überlegen. Ich mache das ja gerade. Also ich habe jetzt gerade eine Serie am Laufen in der FAZ. Das ist die Geschichte eines jüdischen Boxers, heißt Der Boxer. Und die läuft jetzt seit März und wird ungefähr bis August laufen. Und das ist also die Lebensgeschichte von diesem Boxer. Und dann wird im Frühjahr nächsten Jahres wird dann bei Carlsen das Buch als Graphic Novel rauskommen, wo dann die gesammelten Strips drin sind. Für mich ist jetzt gerade eine total faszinierende Erfahrung, wirklich so einen fast täglichen Strip zu haben, also morgens mit der Zeitung aufzuschlagen, ist jetzt meine Geschichte drin und dann habe ich so die Vorstellung, das Lesen jetzt in Gegenwart Tausende von Leuten, das ist schon irre. Also die Erfahrung, die ist schon richtig toll und ich denke mal auch die Erfahrungen haben gezeigt, also der Flix hat das schon gemacht mit der FAZ, das hat eine sehr große Wirkung. Also wenn dann nachher das Album rauskommt, das hat nochmal so einen richtigen Sog, dass die Leute dann das gesammelt haben wollen. Für mich bedeutet es auch nochmal, dass ich die Geschichte nochmal umarbeiten muss, das ist natürlich eine Formatfrage. Zeitungsstrip ist halt eher länglich und daher wird es ja dann umgearbeitet auf ungefähr so ein DIN-Format. Das heißt, ich muss da noch ein bisschen Layout-Arbeit reinstecken und
und auch ein bisschen noch zusätzlich zeichnen, weil ich dann noch einige Seiten aufziehen möchte. Was ich noch sagen wollte, auch jetzt gerade zu der Edition von der SZ, das ist natürlich schon eine ganz großartige Sache. Also als ich das gehört habe, dass ich da jetzt in der Serie drin bin, war ich wirklich stolz wie Oscar und habe mir vorgestellt, als ich meine Karriere angefangen habe als Comiczeichner, also vor 16, 18 Jahren oder so, als mein erstes Album rauskam, beim Harper Verlag war ich damals, da bin ich zu meinem Redakteur und habe gesagt, so, ja, so Comics, das muss doch mal irgendwie nach vorne kommen und dann müssen wir was Literarisches machen, die müssten mal vorne bei den Büchern liegen, auf dem Belletristiktisch und vielleicht macht man mal was mit dem Milan Kundera zusammen oder so und dann haben die so müde gelächelt, oh ja, das Marketing, das geht nicht und haben wir schon alles versucht und nee und kleiner naiver Zeichner da und ey, jetzt haben wir das. Das ist doch wohl schon eigentlich unglaublich. Also ich bin halt, also gerade so eine Serie wie jetzt in der Süddeutschen Zeitung, da hätte ich damals nur von geträumt. Das ist jetzt schon auch mit dieser Bewegung von einem Graphic Novel, dass Comics im Feuilleton besprochen werden. Und nicht in der Lokalzeitung, sondern halt wirklich in der SZ oder in Tagesspiegel oder das ist einfach eine Entwicklung, über die ich jetzt gerade total fasziniert bin oder auch stolz bin, dass es jetzt gerade so in Deutschland halt so eingeschlägt und jetzt werde ich auch öfters von jungen Zeichnern gefragt, wie das mit Graphic Novel aussieht, nicht immer so macht. Das ist gerade jetzt die beste Gelegenheit, da nachzulegen. So, wir brauchen gute Geschichten und gerade im Ausland, das ist auch total faszinierend, im Ausland ist auch gerade eine riesen Nachfrage nach deutschen Zeichnern. Also ich war jetzt ein paar Mal in Spanien gewesen oder in England und das ist echt faszinierend. Die fragen wirklich nach, was ist in Deutschland los? Ich glaube, das ist ziemlich einmalig. Also früher hat man das eher so ignoriert, da haben sie vielleicht gerade mal Ralf König gekannt und ansonsten war Deutschland für die eher so wie Polen. Und das ist jetzt wirklich eine ganz andere Situation. Hängt ja auch damit zusammen, dass die traditionellen Comicverlage lange Zeit nur auf ausländisches Material gesetzt haben und deutsche Zeichner sich erst über Fanzeitschriften und Eigenpublikationen quasi hocharbeiten mussten, bis man dann eben auch Leute aus der Fanszene in den Redaktionen hatte, wie den Andreas Kriege oder den Hartmut Becker, die dann dafür gesorgt haben, dass auch nur was Deutsches auf den Markt kommt. Aber ich meine, es ist ja interessant, dass über diese FAZ-Vorabveröffentlichung quasi sich der Bogen wieder schließt, dass also auch die traditionelle Veröffentlichung, Vorabveröffentlichung und dann die Buchveröffentlichung wieder auch für die Graphic Novel denkbar ist und machbar. Aber eine Frage interessiert mich jetzt doch noch in Bezug auf die SZ3 und zwar, warum ist bald Maus nicht erschienen von A.S. Spiegelman? Ich meine, ich weiß es also. Die Klassikerfrage, ja. Und, ohne dass ich das jetzt hier in diesem Kreis ganz vertiefen kann. Also, es war so, wir hätten ihn natürlich sehr gerne gehabt. Ja. Es wäre natürlich auch ein ganz wichtiger Titel gewesen, ihn dabei zu haben. Und insofern muss man natürlich auch ganz klar sagen, wir hätten ihn gewollt. Nur war es leider so, Herr Spiegelman war mal vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht genau wann, in welchem Zusammenhang, gab es eine italienische Publikation, auch von der Zeitung, die mit seinem Artwork ein wenig in einer Weise umgegangen ist, wie es ihm hinterher sehr wenig gefallen hat. Und dann war er äußerst skeptisch, was das Thema angeht, nochmal sowas zu machen. Wir haben es nachhaltig versucht, aber am Ende hat die Skepsis überwogen und damit mussten wir dann schweren Herzens das akzeptieren. Aber ich glaube, er hat trotzdem. Ja, das schon, aber vielleicht lässt er sich ja von den ersten 10 Bänden überreden, auch in den zweiten 10 veröffentlicht zu werden. Das hier, was wir mal gerade vorhin drüber gesprochen, dass wir ihm jetzt mal ein Päckchen schnüren müssen. Und, ihm mal diese 10 jetzt schicken und gucken, ob ihm die gefallen und ob er dann die gleich fortsetzen. Wo stehen denn die Graphic Novels heute und welche Zukunft haben sie? Verdrängen sie die gängigen Comics oder den gängigen Comic-Begriff
oder sind sie eine logische Weiterentwicklung zu den normalen Comics der Reihe nach, bitte? Also ich glaube überhaupt nicht, dass sie die anderen Comics verdrängen. Im Moment gibt es gerade in Deutschland fast einen kleinen Boom im Comicmarkt und da stehen ja die franco-belgischen Albenstoffe neben den Graphic Novels, im Comicladen zumindest. Im Buchhandel sieht es ein bisschen anders aus. Die können die Graphic Novels besser platzieren, weil sie kleiner sind als Alben. Die findet man nicht so leicht, die Alben im Buchhandel. Und Superheldenheften oder Sammlung von Superheldenheften sieht man auch einen Teil. Manga geht es laut der Aussage der Verlage nicht schlecht. Also im Moment haben wir eine sehr gute Situation. Und es erscheint auch extrem viel in allen Bereichen vom Comic, in allen Genres. Es macht Spaß gerade. Ist es auch nicht so, dass am Kiosk und in Supermärkten immer weniger reguläre Comics kommen und dass sich der Verkauf mehr auf die Buchausgaben und Albenausgaben im Buchhandel verlagert? Ja, aber gut, Graphic Novels waren jetzt im Pressegrosse oder am Kiosk ja nie oder teure Produkte an sich nicht. Das sind ja wirklich die Heftchen gewesen, die jetzt noch da sind, beziehungsweise ein bisschen gewichen gegenüber den Gimmick-Heften. Also es gibt halt eine Menge Titel, die man sich als Comic vorstellen könnte, Wiki, Yakari, was zig Titel. Nur sind da leider nur mal 4, 5 Seiten Comic drin und die werden gekauft von den Kindern, weil die den Gimmick vorne drauf eben spannend finden. Und da würde ich mir schon wünschen, dass das mal wieder zurückgeht, dass mehr Lesestoff da ist und weniger kurzweiliges Vergnügen. Die sind meistens, ich weiß von meinem Sohn, Plastikspielzeuge, die nach einmal berühren, fast kaputt gehen. Das hat nicht viel Wert. Aber da müssen die Verlage gegen angehen. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass Erdbar Tom und Jerry wieder versucht, einen Kiosk zu bringen. Also da muss so langfristig was passieren. Ja gut, zurück zur ursprünglichen Frage, Zukunft der Graphic Novel. Ich sehe das eigentlich ganz positiv. Also wie gesagt, ich finde jetzt gerade in Deutschland muss man nachlegen und muss halt echt auch von den deutschen Zeichnern jetzt Material kommen. Und dann sehe ich das eigentlich sehr positiv, was diese Entwicklung betrifft. Und das ist so, dass der Comicmarkt gerade so boomt, das ist natürlich für mich auch eine ganz, ganz großartige Sache. Also ich kann mich noch daran erinnern, jetzt wieder so ein Schwank aus der Vergangenheit, so im Jahr, weiß nicht, 2004, da gab es Erlangen, das große Comicfestival. Und da herrschte eine furchtbar miese Stimmung, ein riesiges Gestöhne und Comics verkaufen sich nicht und in ein paar Jahren ist das hier alles vorbei. So, und jetzt stehen wir da und gerade geht es halt richtig den Berg hoch. Also das ist schon eine Entwicklung, die mir glaube auch sehr viel Spaß macht als Zeichner, weil ich auch sehe, dass dadurch, dass jetzt gerade so ein Boom ist, dass da halt auch so viele Leute motiviert sind, was zu machen und dass da halt auch wirklich gute Sachen nachkommen. Und dass man sich mit Kollegen jetzt halt auch über andere Sachen unterhält als darüber, dass man keine Zeit zum Comiczeichnen hat, weil man noch Werbejobs machen muss. Das ist halt jetzt wirklich so eine bisschen, ja, Goldgräberstimmung würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist eine sehr viel kreativere, spannendere Atmosphäre in der deutschen Comic-Szene. Wie sieht es in der Schweiz aus? Wie sieht es in der Schweiz aus? Ja, also ich bin zwar in der Schweiz, aber der Markt ist derselbe. Ich bin auch, also die ganze Kultur geht eigentlich nach der Sprache und ich bin jetzt zufälligerweise in der Schweiz, wie ich zum Kollegen leider gesagt habe, leiden wir unter den teuren Schweizer Franken. Aber ich denke auch, dass es sehr schön ist, dass jetzt eigene Autoren, also dass die, wie Reinhard das treffend gesagt hat, dass es jetzt eine ganze Menge deutschsprachige Autoren und Autorinnen gibt, die auch eine Perspektive sehen, obwohl eigentlich mit einem Buch nichts zu verdienen ist, aber als Zeichner muss man sich, ein Buch ist auch die beste Mappe, die beste Präsentation, die man haben kann. Es gibt dann Folgeaufträge, zum Beispiel jetzt Reinhard kann in der FAZ, das ist der umgekehrte Weg, aber ohne seine Bücher hätte er wahrscheinlich nie jetzt so eine Fortsetzungsgeschichte in der FAZ zeichnen können. Und das sage ich den Zeichnern, das Buch selber ist, das wird schwierig, damit dein Leben Unterhalt zu verdienen, aber das ist einfach immer noch die beste Präsentation, wenn man ein Buch veröffentlichen kann. Und die erste Generation Zeichner in den 90er Jahren aus dem Osten, damals Attac, Anke Feuchtenberger, Henning Wagenbrett oder Martin Tondik aus Hamburg, Leute, die
Zeichner, die in den Anfangs 90er Jahren oder 80er Jahren